Guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Es ist unser wunderbares und köstliches Vorrecht, uns wieder per Livestream zu treffen für den Gottesdienst heute Vormittag, ja am Tag des Herrn. Möge der Herr uns mächtiglich segnen, damit wir ein Segen sein können für ihn und für alle, auch füreinander. Ich bete für uns. Himmlischer Vater, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Vorrecht, das herrliche Vorrecht, um versammelt sein zu dürfen. In Jesu Christi Namen, Herr Jesus, vielen Dank. Wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, bist du in unserer Mitte. Wir geben dir die Ehre dafür. Wir loben dich dafür, himmlischer Vater und Herr Jesus Christus. Du hast den Preis zu diesem Zielenzweck bezahlt. Damit, ja, deswegen sind wir nicht nur vergeben, sind bekleidet worden mit dir, mit deiner Gerechtigkeit. Deswegen sind wir frei, lebendig gemacht worden, lebendig in deiner und des Vaters Gegenwart. Und himmlischer Vater, heute wollen wir zu dir nahen, wir nahen zu dir. Komme bitte und nahe zu uns und rede zu uns, werde verherrlicht durch die Lieder, durch die Anbetung in den Liedern. Und lass uns jubeln singen und denken an was wir singen. Aber lass uns auch während der Predigt eine Stimme hören. Sei auch mit anderen Predigern, benutzen sie alle, wie auch mir, alle wahre Prediger und Verkündiger. Aber tue dies in meinem Fall auch bitte, damit ich und diese anderen mit Vollmacht predigen werden. Genau wie wir es tun sollten. Und lass uns den Bösen besiegen, erlösen von den Bösen. Lass dein Wort gemäß Jesaja 45 mächtig wirken. Wir vertrauen auf dich dafür. Werde verherrlicht, lass uns Christi Herrlichkeit sehen und besser begreifen, was es ist, um mit Christus immer mehr bekleidet zu werden. Zu deiner Sättigung und zum Stillen deines Verlangens, himmlischer Vater und Herr Jesus, zu eurer Verherrlichung und uns zum Sättigung. Wir geben dir Ehre und wir wollen auf diese Weise auch die Verlorenen für dich gewinnen und einander in dir erbauen, im Hinblick auf unsere wunderbare, ewige Zukunft. Sei mit jedem in ihre Bedürfnisse und lass jeder jetzt seine und ihre Lasten auf dich werfen, in dem Wissen, du sorgst für uns, damit unsere Gedanken nicht abgelenkt sein werden. Und wirke mächtiglich. Und wir wollen auch dein neues Liebesgebot erfüllen, Herr Jesus. Wir tragen auch die Lasten voneinander. Wir treten auch füreinander. Wirke in den Erretungen, in den Verlorenen. Rette und erbau deine Gemeinde. Und lass auf diese Weise, himmlischer Vater, deinen Namen geheiligt werden. Dein Königreich kommen, dein Wille geschehen. Amen. Ich lese euch vor Kolosser Kapitel 3, Verse 8 bis 14. Wir haben auch andere Bibelstellen, aber ich lese euch zuerst dies vor. Kolosser 3, Verse 8 bis 14. Oder lass uns anfangen mit Vers 5. Täte daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid ihr auch einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Dass er, wo nicht Grieche noch Jüd ist, was Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skis, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Jetzt ab Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut,
ertragt einander und vergebt einander, wenn einer den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. 14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Möge Gott sein gelesenes Wort zu uns segnen und auch sein gepredigtes Wort hier nach. Liebe Freunde, wir fangen jetzt an mit der Verkündigung. Das Datum von heute ist 24. Mai 2020, Uhrzeit, Anfangszeit 10 Uhr vormittags, Gottesdienst, deutscher Gottesdienst morgens. Die Predigtserie oder die Reihenfolge, wovon diese Predigt von heute Morgen Teil ausmacht, ist dieselbe als für den letzten circa Jahr lang. Für vormittags nur die nächste Nummer. Titel der Predigt klingt so: Lasst uns unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus immer mehr gefallen, durch das wir immer mehr mit Christi Herrlichkeit bekleidet werden. Ich lese euch mein Titel noch einmal vor. Lasst uns unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus immer mehr gefallen, durch das wir immer mehr mit Christi Herrlichkeit bekleidet werden. Vorher habe ich euch schon Kolosser 3 vorgelesen. Jetzt lese ich vor aus 1. Mose 1 und aus Offenbarung 3. 1. Mose Kapitel 1, Verse 26 bis 28. 1. Mose Kapitel 1, Verse 26 bis 28. Ich fange an. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Vers 28. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und dann auch wieder aus Offenbarung Kapitel 3, und zwar Verse 1 bis 5. Offenbarung Kapitel 3, Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes, Verse 1 bis 5. Offenbarung 3, Verse 1 bis 5. Ich fange an. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Da sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Wie du empfangen und gehört hast. Und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb,
und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber im Gegensatz dazu die schöne köstliche Versen von Vers 4 und 5. Ich fange an mit Vers 4. Doch, du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslösen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Liebe Geschwister, ich bete noch einmal, himmlischer Vater, ich bete noch einmal, segne mich reichlich, benutze mich mächtiglich zu deiner Ehre, schenke mir ein reines Motiv, dies alles für dich und für die Geschwister zu tun, aber in der ersten Liebe zu dir. Und lass die Predigt wirksam werden in den Herzen und Gedanken von jedem. Wir vertrauen auf dich dafür in Jesu Christi Namen. Amen. Liebe Geschwister, Titel nochmals. Lasst uns unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus immer mehr gefallen, durch dass wir immer mehr mit Christi Herrlichkeit bekleidet werden. Einleitend und orientierend Folgendes. Bis jetzt in dieser Reihenfolge oder Subreihenfolge von Predigten über die Bekleidung und über die, mit dem Herrn Jesus, mit seiner Gerechtigkeit und die kommende Bekleidung und die Bekleidung, die wir jetzt machen müssen, fortwährend. All dieses Anziehen und Bekleidungen. Haben wir viel über diesbezüglich über die Tatsache, dass es Gott gewollt ist, sind diese Dinge, dass es Gott gefallen ist und durch Gott gewirkt. Heute kommen wir wieder von diesen Bibelstellen, aber heute mit der Betonung mehr als in der Vergangenheit noch auf genau warum ist diese Bekleidung so absolut entscheidend und ausschlaggebend. Dies ist eigentlich Nummer 1 für Gott in Christus. Und genau wie sollten wir uns bekleiden? Wie sollten wir bekleidet werden? Und zu welchem Ziel und Zweck? Zu welchen Zielen und Zwecken? Wie sollten wir Christus immer mehr anziehen und warum? Und dies als eine auserwählten, sondergeliebten Menschen, erretteten Menschen, wie durch ihn dazu befähigt, dies nachdem das in der ursprüngliche Bekleidung stattgefunden ist bei unserer Bekehrung, und zwar mit Christi Gerechtigkeit, ohne Naht für uns geworben von oben nach unten, als am Kreuz Golgotha hing. Darüber haben wir gepredigt. Ja, nach dieser anfänglichen Bekleidung haben wir uns mit Christus bekleidet, alle von uns, die an Christus geglaubt haben und in Christus Jesus rein getauft worden sind, sollten wir uns immer mehr mit Christus bekleiden, weil Christus hat zu diesem Ziel und Zweck den teuersten Preis am Kreuz Golgotha bezahlt. Darüber haben wir häufig geredet. So, jetzt fangen wir an mit der Predigt selber. Erste Frage. Worüber geht es laut Gottes Wort am meisten im ersten Sinne? Was ist und was bleibt für ihn als der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist am wichtigsten, am entscheidendsten? Gemäß seines ewigen Rates, gemäß seines ewigen Verlangens, gemäß seiner ewigen Sehnsucht und seines ewigen Strebens. Die Antwort ist,
Ich, sagt Gott, der lebendige Gott, der einzig wahre Gott, der dreieinige Gott, der souverän wirkende Gott, ich habe euch auserwählt aus den Menschen, gemäß meines ewigen Rates, aus meinen sondergeliebten Menschen von bevor Grundlegung der Welt an. Zu diesem Ziel und Zweck habe ich teuer erkauft durch Jesu Christi Opferblut. Zu diesem Ziel und Zweck habe ich euch erlöst. Zu meinen eigenen geliebten Menschen habe ich euch gemacht, als Individuen und als Mitglieder meines organischen Leibes, wovon ich das Haupt bleibe, um mir zu gefallen, höre jetzt, um mir zu gefallen, um das Verlangen, das tiefste Verlangen meines Herzens zu stillen, um mich zu verherrlichen. Diese drei Worte sind entscheidend, liebe Freunde und Geschwister, um Gott zu gefallen in allem, um Gottes Verlangen zu stillen, um ihn in Christus zu sättigen, um Gottes Vater und Christus zu verherrlichen. Gefallen, Verlangen zu stillen, zu sättigen, zu verherrlichen. Dies ist die erste Antwort auf die Frage, warum sind diese Dinge so entscheidend? Dies ist die erste Antwort. Zweite Antwort, damit auch wir als seine und ihre geliebten Menschen mit ihm als himmlischer Vater und mit dem Sohn seine ewige Liebe zusammen gesättigt werden würden und auch gefallen werden würden und auch Freude erfahren, auch die Fülle erfahren werden. Das Gesetz von Sehen und Ernten hat Gott dargestellt. Wer ihm gefällt, wer ihn verherrlicht, wer sein Verlangen stillt, erfährt genau dieselbe. Er zieht uns mit ein in diese Sache, weil er hat uns erwählt, um Christi Braut zu sein, um seine geliebten Kinder und Söhne und Töchter zu sein. Natürlich will ein Vater seine geliebten Söhne und Töchter mit einziehen in allem. Was ich genieße, was ich erfahre, was mich ehre, soll auch erfahren und genießen mit mir. Ihr seid doch meine Geliebten. Ihr sollt auch gestillt werden, ihr Verlangen. Ihr sollt auch Glückseligkeit erfahren, wie ich dies erfahre, durch das ich euch genieße. Ihr sollt mich auch genießen. Oh, liebe Geschwister, lasst uns Gott, den Vater und Christus dafür loben und anbeten und danken und preisen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, unser dreieiniger Gott. Was für eine christliche Sache ist dies? Aber jetzt kommt die biblische Begründung von Antwort Nummer 1 auf die Frage, warum sind diese Sachen so entscheidend, dass wir mit Christus bekleidet werden sollten, nachdem wir mit ihm in seiner Gerechtigkeit bekleidet worden sind, immer mehr. Bis zur endgültigen Bekleidung, wovon wir gelesen haben, mit weichen Kleidern in Offenbarung 3, Verse 4 und 5. Bei Jesu Christi Wiederkunft und danach. Die Antwort. Ich werde euch jetzt einige Versen vorlesen, um zur Erfrischung unserer Gedanken, aus Epheser Kapitel 1. Ich fange an mit Epheser Kapitel 1. Ich blättere schnell dorthin. Epheser Kapitel 1, Vers 6. Vers 5. Gott. Okay, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Für sich selbst. Dies ist Gott der Vater. Durch Jesus Christus. Dies nach dem Vorgefallen seines Willens. Er hat gesagt, ich möchte Söhne und Töchter bekommen. Nach dem Wohlgefallen meines Verlangens und meines Willens. Auf welche Weise wird dies stattfinden? Die Antwort finden wir in Vers 4. Aber wir fangen an mit Vers 3. Gepriesen seid er, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat schon
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, in dem verherrlichten Christus. Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Jetzt, was kommt danach, liebe Geschwister? Warum hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt? Zu welchem Ziel und Zweck? Jetzt kommt es. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er wollte von aller Ewigkeit her Söhne und Töchter aus den Menschen bekommen, die heilig sein werden vor ihm in Liebe, die tadellos und makellos sein würden vor ihm in Liebe und auch, ja, in Liebe, in der ersten Liebesbeziehung mit ihm. Er wollte Vater sein, weil er das Herz seines Vaters hat und immer noch hat. Die Liebe musste alles prägen. Er hat es vorgab, solche Söhne und Töchter werde ich bekommen. Deswegen habe ich euch auserwählt. Deswegen habe ich auch euch vorherbestimmt zu dieser Sohnschaft. Für mich selbst, für meinen Genuss. Durch Jesus Christus habe ich es getan. Und dies nach dem Wohlgefallen meines Willens. Ich betone, Gott wollte, dies wollte Gott unbedingt. Dies allein wurde sein Herz, das tiefste Verlangen seines Herzensziels. Aber, was würde die Ergebnisse sein? Jetzt kommt die Antwort. Vers 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott wollte gelobt werden für die Herrlichkeit seiner Gnade, mit dem er uns begnadigt hat in den Geliebten oder angenommen hat in den Geliebten Christus. Dies wollte er von aller Ewigkeit. Für wendes Lob für die Herrlichkeit meiner Gnade euch gegenüber erwiesen. In den Geliebten Christus aufgrund des teuren Preises, den er dafür bezahlt hat. Und dann auch Vers 12. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Alle diejenigen von uns, die schon errettet worden sind, dazu sind wir vorherbestimmt worden. Zum Lob seiner Herrlichkeit sollen wir dienen. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um Gottes Lob. Es geht darum, er musste verherrlicht werden. Er sollte verherrlicht werden. Er sollte gesättigt werden. Die Ehre Gottes und die Sättigung Gottes, des Vaters und des Christus, bleibt Nummer 1. Bleibt Nummer 1. Dann Vers 13, aber dann, um zu Vers 14 kommen zu können. Epheser 1, Vers 13. In ihm, in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig würdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zu welchem Ziel und Zweck? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob Gottes Herrlichkeit. War das Ziel und Zweck durch dies alles. Und wegen dies alles. Und auf diese Art und Weise. So, wir haben mehrmals gesehen, zum Lob seiner Herrlichkeit und zum Stillen seines Verlangens. Auch in dem, weil dies so entscheidend und alles und ausschlaggebend ist, finden wir dies auch in Philipper 1, noch einen Sendschreiben von Paulus, Philipper Kapitel 1 und Vers ja, okay, 1 und Vers 11. Aber ich lese ab Vers 9. Von Philipper 1 ab Vers 9. Das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Vers 11, erfüllt
mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu welchem Ziel und Zweck? Wir lesen weiter. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Nochmals, wie mehrmals in den Epheserbrief. Und wie in den anderen Sendschreiben von Paulus und von den anderen Aposteln. Und durch Jesus Christus erwähnt, als er auf die Erde war, zu verherrlichen Gottes, zum Lob Gottes, zum Sättigen Gottes, um ihn zu sättigen, ihn zu verherrlichen, sein Verlangen zu stillen. Aber ihn zu verherrlichen und zu loben auch. Dies ist alles. Ich konnte noch viel andere Versen erwähnt haben, um dies zu betonen. Lasst uns merken, liebe Geschwister, wir sind zuerst da, um Gott die Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu danken. Das Verlangen seines Herzens durch die Liebe-Beziehung mit ihm zu stillen. Aber jetzt, wie ich schon gesagt habe, das Gesetz von Sehen und Ernten von Galater 6, Vers 7 und 8 bleibt wirksam. Gott hat dieses Gesetz dargestellt. Ich ziehe euch mit ein. Ich möchte nicht alleine verherrlicht werden. Der Sohn, meine ewige Liebe, der Sohn, der Mensch geworden ist und das den Preis bezahlt hat, um euch zu erlösen und euch erlöst hat. Er und ich, wir wollen nicht alleine die Ehre bekommen und die Herrlichkeit. Wir wollen nicht alleine das Verlangen unseres Herzens gestillt kriegen. Wir wollen unbedingt, dass ihr daran mitteilen würdet und wir schenken euch Anteil daran. Aufgrund der Reiswerke meines geliebten Sohnes, wie am Kreuz Golgotha und vervollständigt und wie gültig gemacht durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt. In der vergangenen Woche gab es Himmelfahrt. Dies ist gefeiert worden und durch seine Einsetzung in den Himmel und durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes, damit wir die Fülle haben können. Aber Christus selber, Kolosser 1, Vers 18, damit er in allen der Erste sei. Christus, Gott der Vater, wollte unbedingt zu allen Zeiten in Christi Leib und durch meine erlöste Menschen sollte der Sohn, meine ewige Liebe, in allen der Erste sein. Der himmlische Vater wollte seine beste Gaben auf den Sohn, seine ewige Liebe ausschütteln. Du wirst Nummer 1 sein. Du wirst Herrscher sein, König unter mir, aber und mit mir zusammen auf dem Thron, wo er sich jetzt befindet. Er ist dort und er bekommt die Ehre, Lob, Dank, Preis und Anbetung wegen der Tatsache, dass Gott ihm dazu vorherbestimmt hat und dies wahrgemacht worden ist, gemäß dem ewigen Rat Gottes. Auch Jesaja 3, Kapitel 53 ist diesbezüglich relevant. Ich schlage dies schnell nach. Jesaja Kapitel 53, dies haben wir häufig in der Vergangenheit gelesen, aber es ist so wichtig, um es wieder zu tun. Vers 10, Jesaja 53, Verse 10 und 11. Aber dem Herrn, Gott dem Vater, gefiel es, ihn, sein Sohn, zu zerschlagen. Ja, wo? Am Kreuz Golgotha. Der Vater, ließ ihn leiden. Am Kreuz Golgotha. Aber das Ergebnis davon, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Christus hat nicht misslungen, er hat nur gesiegt und alles ist gelingen. Er ist Sieger geworden. Vers 11. Nachdem seine Seele, dies ist am Kreuz Golgotha und davor in Gethsemane und davor auch 33 Jahre lang Mühsal, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Unser Herr Jesus wird
seine Lust sehen und die Fülle haben. Seine Lust sieht er, durch das er uns genießt, die er erlöst hat, gemäß dem ewigen Rat des Vaters. Und so erfährt und bekommt er die Fülle, liebe Geschwister, ohne uns nicht. Lass uns dies begreifen, lass uns da über freuen. Er hat uns so zutiefst geliebt, so über alles in dieser Welt und im ganzen Vers, in diesem ganzen Universum, außerhalb Gottes Vaters und den Heiligen Geist, dass er hat gesagt, durch euch werde ich die Fülle erfahren, meine Durchsehen. Ihr seid meine Fülle, Halleluja. Dies finden wir auch in Epheser Kapitel 1, Vers 23. Wie erstaunlich wunderbar. Christus wird nicht erfüllt sein und die Fülle haben, das Verlangen seines Herzens und das Verlangen des Herzens des Vaters wird nicht gestillt werden ohne uns. Dies ist unsere Aufgabe. Lass uns dies merken. Aber ich habe gesagt, wir sind mit eingezogen worden und wir bleiben mit eingezogen in diese Herrlichkeit. Deswegen jetzt 2. Thessaloniker Kapitel 1 und Vers 10. 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 1 und Vers 10. Ich blättere dorthin jetzt. 2. Thessaloniker 1, Vers 9. Diese werden Strafe erleiden. Bei Jesu Christi Wiederkunft werden die Leute, die gegen Gott und Christus gewesen sein würden, bis zum Ende, bis zu Jesu Christi Wiederkunft und bis zu ihrem Sterben, Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wann? Vers 10. An jenem Tag, wenn er kommen wird, zu welchem Ziel und Zweck? Höre jetzt. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben erfunden. Paulus hat gewusst, diese Leute sind schon errettet worden, sie haben das Evangelium geglaubt, sie sind errettet worden durch Jesus Christus. Er hat gesagt, an Christi Tag, wenn er kommen wird in seine Wiederkunft, wird er kommen, und es gibt ein zweifaches Ziel und Zweck diesbezüglich, um verherrlicht zu werden, nicht nur in sich selbst, sondern in seinen Heiligen und bewundert zu werden in denen, die glauben. Christus sagt, ich werde verherrlicht werden in euch, durch das ihr aussehen werdet wie ich. Ihr werdet bekleidet sein mit mir und meiner Herrlichkeit und mit meiner Gerechtigkeit und ihr werdet alle aussehen, alle die Millionen von euch, als erlösten Scharen, jeder für sich selbst, wie Jesus Christus, er wird verherrlicht werden in uns. Er wird bewundert werden in uns, weil wir werden dann vollständig mit ihm bekleidet sein. Auf jede mögliche biblische Weise, bezüglich jeder Aspekt diesbezüglich. Halleluja. Deswegen ist die Bekleidung mit Christus, das Anziehen so entscheidend. Wir tun es, Herr Jesus, damit du an diesem Tag verherrlicht werden würdest in uns und bewundert in uns durch alle Engel Gottes und durch den erlösten Schar, weil durch die 24 Ältesten, durch die lebendigen Wesen, wovon wir in dem Offenbarbuch lesen, und dies wird nur aktualisiert werden, durch das wir mit seiner Herrlichkeit bekleidet werden sein, um dies ewiglich zu bleiben. Deswegen ist die Bekleidung und die endgültige kommende Bekleidung so entscheidend. Anders könnte er verherrlicht werden und bewundert werden in uns. Wir könnten noch nicht als Menschen gehen und dann konnte er doch nicht in uns verherrlicht werden, in uns bewundert werden. Aber Christus ist doch nicht nah. Christus ist bekleidet vor Gott dem Vater mit seiner bestimmten Herrlichkeit als letzter Adam Menschen. Wegen der Tatsache, dass er besiegt hat am Kreuz Golgotha, Preis bezahlt und auferstanden ist.
zum Himmel. Er ist in seinem verherrlichten Leib. Gott hat ihn bekleidet mit seiner ähnlichen Herrlichkeit auf jede Weise. Deswegen sollten wir ihm ähnlich werden diesbezüglich, damit er auch in uns als der Verherrlichte sichtbar werden. Bekleidet mit seiner endgültigen, vollständigen und endlichen Herrlichkeit. Und dann die biblische Begründung davon, dass wir auch mit einbezogen werden. Und worden sind immer mehr mit einbezogen werden, wegen der Tatsache, dass wir seine Geliebten sind, die Geliebte seines Sohnes. Was steht geschrieben in Apostelgeschichte 20 und Vers 35? Dort steht geschrieben, Paulus hat gesagt, unser Herr Jesus hat einmal gesagt, geben ist glückseliger als nehmen. Okay, lasse ich euch dies erklären, ein bisschen ausführlicher als in der Vergangenheit. Jesus Christus hat, als er in dieser Welt drin war, als Diener aller Diener, hat er gesagt, geben ist glückseliger als geben. Geben ist glückseliger als nehmen, weil er die selber erfahren hat. Er hat gegeben, arm geworden um unseren Willen, sein Leib eingegeben, sein Leben eingegeben, verflucht ist er geworden um unseren Willen und entfernt von Gott, im Finsternis befand er sich. Er hat gegeben und er hat letzten Endes die Fülle erfahren. Er hat die wunderbare, herrliche, köstliche Wahrheit erfahren von der Tatsache in seinem Bewusstsein. Es ist gut, wunderbar, dass ich gegeben habe, weil jetzt fühle ich mich so glückselig. Jetzt bin ich so glückselig. Jetzt erfahre ich die Freude und die Freude und die Fülle, weil ich alles gegeben habe. Aber es ist nur für Christus wahr, von Christus wahr, von dem vereinigten Christus, dass er dies erfahren, weil er gemäß dem Gesetz von Sehen und Ernten gegeben hat und deswegen so viel Glückseligkeit als Erbe erfahren hat. Gott den Vater ihm dies geschenkt? Die Antwort ist nein, nicht nur für ihn, dies ist auch für uns. Weil ihr sollt den Kontext von diesem Vers studieren, von Apostelgeschichte 20, Vers 35, dann werdet ihr merken, dass Paulus hat die Christen angespornt, um für den Herrn Jesus Christus zu leben und für Gott den Vater, damit sie auch erfahren konnten, in ihrem Bewusstsein, auf eine bewusste und herrliche Weise, geben ist in der Tat glückselig als nehmen. Wenn wir gemäß Christi Vorbild geben würden und selbst opfern wären für ihn und für einen anderen, für die Verlorenen, werden wir auch diese Glückseligkeit erfahren, seine Freude, seine Friede, seine Fülle, die Erfüllung, die Sättigung unseres Herzens, das Verlangen unseres Herzens. Ach, liebe Geschwister, dies ist so entscheidend. Wir sind geschaffen worden, wie Augustinus, der Kirchenvater Augustinus gesagt hat, um Gott zu genießen, weil er uns genießt. Während er im Licht der Tat, dass Christus sich für uns geopfert hat, Gott sich selbst, seinen Sohn für uns geopfert hat und dahin gegeben hat, und wir opfern wir für sie, für den Vater, für den Sohn und für einen anderen. Und deswegen erfahren wir auch, geben ist glückseliger auch auf einem bewussten Niveau und erfahrungsgemäß als nehmen. Halleluja. Wie wunderbar, wie köstlich. Lass uns dafür loben, preisen, danken und anbeten. Aber dies immer noch gemäß dem ewigen Rat seines ewigen Willens und seines ewigen Wohlgefallens, wie wir dies gesehen haben in aus Epheser Kapitel 1 und so weiter. Liebe Geschwister, wie wird dies wahrgemacht werden in unserem Fall? Wie ist dies wahrgemacht in Christi Fall? Durch dass er in der Zusammenarbeit mit seinem Vater alles für Vollständigkeit gegeben hat und Gott hat ihn belohnt mit dem Bewusstsein von seiner Herrlichkeit, von seiner Freude, von seiner Friede und das Verlangen seines Herzens ist gestillt worden. Aber dies ist auch für uns zu genießen, mit ihm zusammen.
Der Bräutigam und sein Vater wollen dieses Bewusstsein, diese Glückseligkeit als Freude, Frieden, Stillen unseres Verlangens und seine Herrlichkeit schenken in der Praxis. Warum erst 26a und 20 die Rolle und Gott sprach am Anfang vor 1000. Lasst uns, hat er seinem Sohn gesagt, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, lasst uns Menschen machen. Welche Art von Menschen? Nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollten und sie werden aussehen, wie wir aussehen. Und wie sah Adam aus, nachdem Gott ihn geschaffen hat? Er sah herrlich aus. Warum sah Adam herrlich aus, nachdem Gott ihn geschaffen hat? Weil Gott ist vorherbestimmt hat für ihn, für seine Menschen, als die Krone seiner Schöpfung. Und wie ist dies stattgefunden? Dass er so herrlich ausgesehen hat. Jetzt kommt es, weil Gott ihm, als er ihn geschaffen hat, bekleidet hat mit seiner göttlichen Herrlichkeit. Er war nicht nackt im geistlichen Sinn. Physisch war er nackt, aber im geistlichen Sinn überhaupt nicht, weil Gott hat ihn bekleidet mit seiner Herrlichkeit, mit seinen köstlichen Merkmalen, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Freude, mit seiner Reinheit, mit seiner Heiligkeit und Tadellosigkeit. Und er hat in dieser Herrlichkeit, womit Gott ihn bekleidet hat, als Gottes Herrlichkeit, Gott bekleidet bleibt mit seiner eigenen Herrlichkeit und geprägt bleibt von seiner Herrlichkeit. Die erste Liebesgemeinschaft genossen, hat er genossen, weil Gott ihn bekleidet hat. Und nur merkt, oh liebe Geschwister, was wir hier haben, ist, die sollten wir schlussfolgern, wir sollten noch die Bibel mit Einsicht studieren. Er war mit Gottes Herrlichkeit bekleidet und auf diese Weise ist er mit Gottes Bild bekleidet worden. Höre wieder. Höre, wie wichtig und entscheidend Gottes Bild ist in den Menschen. 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, nach unserem Bild. Höre, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. 27b, im Bild Gottes schuf er ihn. Wir haben das Bild Gottes schon dreimal gehabt. Versteht ihr dies? Dass in Gottes Bild geschaffen geworden sein war für Adam entscheidender als alles andere, weil Gottes Bild ist das Bild der absoluten geistlichen, göttlichen Herrlichkeit und daran musste Adam und Eva als die Krone von Gottes Schöpfung Anteil bekommen, um Gott in der Tat gefallen zu können. Er wollte ein Wesen haben, die nicht nur Herrlichkeit haben und Heiligkeit haben wie die Engel, sondern ein Wesen, die bekleidet sein würden mit seiner eigenen Herrlichkeit, damit sein eigenes Bild für ihn sichtbar sein wird, ewig sichtbar bleiben wird, zu seinem Genuss, zum Stillen seines Herzens, das Herz seines Sohnes, zum Stillen des Verlangens seines Sohnes und zu Verherrlichen Gottes unter allen Menschen und in der Zukunft unter die himmlischen Wesen nach Jesu Christi, ab Jesu Christi Wiederkunft und danach bis in alle Ewigkeit. Mit Christi und mit Gottes Herrlichkeit bekleidet. Nur auf diese Weise zeigen wir Gottes Bild, zeigen wir, was für ein Gott wir haben, was seine Eigenschaften betrifft und seine strahlende, glänzende Herrlichkeit betrifft. Dies ist alles, dies ist alles. Und dann, Vers 27, eine weitere Tatsache. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Zuerst hat er Adam so geschaffen, danach hat er Eva auch so geschaffen. Aber dann als Mann und Frau, was ist die symbolische Bedeutung davon? Er schuf sie in seinem Bild als den herrlichen Gott, als Mann und Frau. Wir wissen aus Epheser 5, Verse
dass Paulus gesagt hat, 25 Vers 33 im Licht von Epheser 5, Vers 32. Christus ist der Mann, der Ehemann, der Bräutigam. Wir gehören zu seiner Braut, zu seiner Frau. Und zusammen zeigen wir Gottes vollständiges Bild mit Christus zusammen zum Wohlgefallen des Vaters und zum Wohlgefallen des Christus. Deswegen Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, in seiner Wiederkunft werden wir mit ihm zusammen erscheinen in Herrlichkeit, bekleidet durch Gott in Christus mit Gottes und Christi unendlicher Herrlichkeit. Dies kommt. Aber zu diesem Ziel und Zweck hat er anfänglich Adam und Eva bekleidet mit seiner Herrlichkeit, um ihm zu gefallen, um ihn zu zeigen, zu offenbaren, zu seiner Ehre, zum Stillen das Verlangen seines Herzens und unter allen Wesen. So würde er auf diese Weise verherrlicht werden. Aber dann kam der Sündenfall. Durch den Sündenfall ist die Herrlichkeit Gottes weggenommen. Sie sind nackt ausgezogen worden durch Gott, durch das er gesagt hat, an dem Tag, wenn ihr essen werdet von diesem Baum, in dem Mittel des Gartens Edens, werdet ihr gewisslich sterben. Sie sind nicht physisch gestorben sofort. Sie sind aber geistlich gestorben, liebe Freunde und Geschwister. Und Gott hat sie Wir lesen doch in Römer Kapitel 3, Vers 23, es verfehlt uns an die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Als verlorene Sünder waren wir alle so. Die verlorenen Sünder sind immer noch ganz nackt vor Gott, im geistlichen Sinn nackt. Die Feigenblätter, womit Adam und Eva sie bekleidet haben, hatten ihnen nichts gebracht. Sie waren immer noch elend und armselig und nackt vor Gott, und er hat kein Wohlgefallen an ihnen gehabt. Gott kann an Leute, die geistlich nackt sind, kein Wohlgefallen überhaupt haben. Kann ich durch diese Leute das Verlangen seines Herzens stillen? Kann ich durch solche Leute verherrlicht werden? Nur die Leute, die er bekleidet haben. Und aus diesem Grund hat Gott nur ein Missfallen, ein Schrecken an diesem geistlichen Nacktsein, dieses geistlichen Nacktseins der verlorenen Menschen, die noch nicht mit Christus als ihre Gerechtigkeit in der Nahtlosigkeit, seine Gerechtigkeit, die er von oben nach unten gewonnen hat für Gottlose, bekleidet worden sind. Deswegen bleiben sie unter seinem Zorn, unter seinem Grimm, unter seinem Gericht, ganz verloren, ganz gedreht und entfernt von ihm. Aber liebe Geschwister, ich zeige euch gerne, was wir in Kolosser 3 schon vorgelesen haben, früher, heute. Aber jetzt betone ich ein bestimmter Vers. Ich blättere jetzt wieder zu Kolosser Kapitel 3. Kolosserbrief Kapitel 3. Höre bitte, ich meine Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 10. Kolosserbrief Kapitel 3 und Vers 10. Höre Vers 10. Aber ich fange eigentlich an mit Vers 5. Auftrag an uns als Christen, wie an den Kolossern von damals. Tötet daher eure Glieder aus, worauf deutet daher? Es deutet auf Vers 4. Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, natürlich in seiner Wiederkunft, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann wird er euch bekleidet mit seiner Herrlichkeit, vollständig. Weil die Braut sollte aussehen, wie der Bräutigam aussieht. Und Gott, den Vater und den Christus, dem Bräutigam, gefallen zu können. Im Licht davon, dass dies kommt, diese wunderbare, gesegnete zukünftige Hoffnung, sollten wir auf eine bestimmte Art und Weise nicht leben. Und andererseits auf eine bestimmte Art und Weise leben. In dieser Welt. Vers 5. Tötet daher, weil ihr mit Christus in Herrlichkeit in der Zukunft bei seiner Wiederkunft
in Herrlichkeit offenbar werden würdet, als diejenigen, die bekleidet haben würden mit seiner Herrlichkeit. Gemäß Philipper 3, Vers 19 und 20. Deswegen vermeidet wie die Pest folgende Dinge. Es tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, die zu euer sündhaftes Fleisch gehören. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 6. Diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Vers 7. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt. Als ihr verloren wart, habt ihr einig gehandelt. Ihr Leben, eure Existenz war geprägt von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Wesenlust, Habsucht als Götzendienst. Weil wir dies hat gezeigt, so haben wir gezeigt, dass wir geistlich nackt waren. Dass Gott deswegen wir uns unter Gottes und Christi Zorn und Grimm befunden haben. Aus diesem Grund hat Christi Zorn vollständig auf uns gerührt und fortwährend. Johannes 3, Vers 36c gemäß. Diese Leute sind bekleidet mit der Bösheit des Satans und des sündhaften Menschen. Nackt ausgezogen durch Gott, weil der geistliche Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, wie Gott Adam nackt ausgezogen hat, während eines ist das der geistliche Tod zu uns durchgedrungen und sind wir auch durch Gott nackt ausgezogen. So sind wir geboren worden in unsere Sünden. Vers 7, unter ihnen seid auch ihr, o liebe Geschwister, einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Unser Leben hat auch gezeigt, wir sind nackt für Gott, wir waren nackt vor ihm, unbekleidet mit Christus, bekleidet mit den bösen Werken des sündhaften Fleisches. Jetzt aber sollten wir als die Erretteten, die er schon bekleidet hat mit Christus, Folgendes tun, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Was sollten wir ausziehen? Ausziehen, ablegen. Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Was dürfen wir auch nicht tun? Vers 9. Lügt einander nicht an. Warum nicht? Wir lesen weiter, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt. Wir haben schon bei unserer Bekehrung, als wir Buße getan haben, als wir uns Christus zugewendet haben in kindlichen Glauben, und geschenkt durch den Heiligen Geist, dann haben wir den alten bösen Menschen ausgezogen. Mit seinen Handlungen, mit seinen bösen Handlungen. Vers 10. Was haben wir noch getan bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt? Vers 10. Und den neuen angezogen hat. Nicht nur haben wir den alten bösen Menschen ausgezogen, wir haben dann auch den neuen Menschen angezogen. Aber jetzt kommt Vers 10b. Dieser neue Mensch, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Hier haben wir wieder das Bild Gottes, aber dieses Mal heißt es das Ebenbild Gottes. Wir werden immer mehr erneuert, nachdem wir Christus das alte Mensch in seine Werke ausgezogen haben, und nachdem wir Christus angezogen haben, und der neue Mensch, die neue Schöpfung, laut 2. Korinther 5, Vers 17, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Neue Liebe, neue Güte, neue Gnade, neue Reinheit, neue Heiligkeit, neue Kraft in den Herrn zu dienen. Unser neuer Mensch wird immer mehr, ja, fortwährend, kontinuierlich und fortschreitend, ja, immer mehr erneuert nach dem Ebenbild Gottes. Nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Gott in Christus hat uns
durch den Heiligen Geist zu neuen Menschen erschaffen. Und auf diese Weise sind wir zum Ebenbild Gottes in Christus erschaffen worden. Und dies als Mitglieder von Christi Leib, Vers 11. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skift, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. In Christi Leib sollte jedes Glied des Leibes des Christus bekleidet sein mit Christi Herrlichkeit. Und dies ist, wie wir zeigen, dass wir das Ebenbild Gottes angezogen haben, durch dass wir das Bild Christus angezogen haben und immer mehr anziehen. Und dieser neue Mensch wird immer mehr durch den Geist erneuert, um immer mehr das Bild Christi als Bild Gottes zu zeigen, durch dass wir die Herrlichkeit Gottes und des Christus auf diese Weise zeigen. Hier hat es weiter bestätigt, und betont, Paulus, Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte. Wir müssen daran denken, ich habe ein bisschen darüber geredet an dem Sonntag, letzten Sonntag, aber jetzt ausführlicher. So zieht nun an, immer mehr an. Ihr habt schon den alten Menschen ausgezogen, ihr habt schon den neuen Menschen angezogen. Aber der neue Mensch wird immer mehr erneuert nach dem Ebenbild Gottes in Christus. Aber dies findet nicht statt, ohne dass ihr mitarbeitet. Laut und gemäß Philipper 2, Vers 13 und 12. Wir wirken aus, das Wollen, das Vollbringen. Wir sind gehorsam, dazu befähigt durch ihn. Deswegen sollten wir fortwährend anziehen, in dieser Weltzeit. Vers 12. So zieht nun an, denken daran, als Gottes Auserwählte. Weil wir die Auserwählten Gottes sind, durch ihn dazu vorherbestimmt, wie wir schon aus dem Epheserbrief gesehen haben, um seine bekleidete Kinder zu sein, bekleidet mit seiner Herrlichkeit und Liebe und Makellosigkeit und Tadellosigkeit und so weiter, all seine Eigenschaften, Merkmale und Tun, um ihm als Vater gefallen zu können und das Verlangen des Vaters herstillen zu können und das Verlangen des Bräutigams stillen zu können. Zieht nun an, fortwährend, kontinuierlich immer mehr auf, als Gottes Auserwählte. Zweitens, als Gottes Heilige. Wir müssen heilig leben. Die Dinge, die wir da vorgelesen haben, bezieht sich auf die Unheiligkeit, auf die Befleckungen, auf die Unreinheit. Wir sollten daran denken, wir ziehen Christus als der Heilige an, immer mehr. Und drittens, zieht nun an als Gottes Auserwählte, zweitens als Gottes Heilige, drittens als Gottes Geliebte. Als Gottes, des Vaters und des Christi, sondergeliebten und auserwählten und erlösten Menschen, für die den Preis bezahlt hat am Kreuz von Gott, für die auferstanden ist, auferweckt worden ist, für die jetzt herrschen und wirksam berufen hat und gerettet hat. Und den neuen Menschen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, und so weiter. Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Erstens, herzliches Erbarmen. Liebe Geschwister, herzliches Erbarmen sollten wir anziehen. Genau wann ist herzliches Erbarmen nötig und passend und notwendig? Nachdem wir gegeneinander gesündigt haben, anstatt einander keine Gnade oder wenig Gnade zu beweisen, sollten wir herzliches Erbarmen anziehen, weil dies hat Christus getan, als er in dieser Welt war. So hat er Gottes herzliches Erbarmen gezeigt. Gott, der Vater, hat herzliches Erbarmen über uns gehabt, als die Gottlosen, die nur gemein waren davor und ihn schlecht behandelt hatten, missachtet hatten. Herzliches Erbarmen, ich vergelte Böses mit Gutem, durch dass ich euch herzliches Erbarmen zeige. In meinem herzlichen Erbarmen euch gegenüber handelt und reagiert. Deswegen sollten wir uns mit Christi herzliches Erbarmen und mit Gottes des Vaters herzlichen Erbarmen bekleiden, weil so zeigen wir dieses christliche Merkmal Gottes als herrliches Merkmal und als Christi herrliches Merkmal, wie er es gezeigt hat, uns gegenüber. Anstatt uns zu vernichten,
hat er uns nicht gegeben, was wir verdient haben, sondern das genaue Gegenteil geschenkt aus reiner Gnade, weil er dafür den Preis völlig bezahlt hat am Kreuz Golgotha und wirksam gemacht hat gültig durch seine Auferstehung und Erhöhung und Einsetzung in den Himmel. Halleluja. Herzliches Erbarmen, liebe Geschwister, tun wir dies. Wenn wir das Gegenteil tun, wir wissen, die Werke des Fleisches dazu gehört, ich übe die Rache aus. Ich vergebe dir nicht. Ich bleibe unversöhnt. Anstatt dir herzliches Erbarmen zu zeigen. Die anderen zeigen noch die Werke des bösen Fleißes, sündhaften Fleißes. Wir sollten herzliches Erbarmen anziehen als Christi herrliches Merkmal. So zeigen wir Christi Herrlichkeit, so bekleiden wir uns mit Christi Herrlichkeit. Zweitens, Freundlichkeit. Zieht nun an. Zieht diese Kleider an. Ihr sollt es tun. Dies ist euer dazu befähigt durch den Geist. Nicht nur herzliches Erbarmen, sondern Freundlichkeit. Weil wir lesen, wie freundlich der Herr war. Wir haben erfahren, seine köstliche Freundlichkeit. Er war bekleidet und er bleibt bekleidet mit seiner Freundlichkeit und Menschenliebe. Und so, deswegen sollten wir auch damit uns selbst bekleiden. Dazu befähigt durch den Geist, der in uns wohnt und uns als Geist des Christus dazu befähigt, freundlich einander gegenüber, freundlich. Trotz aller Sünden, die wir gegen einander getan haben. Drittens, zieht nun an, als Gottes auserwählte Heiligen Geliebte, Demut, weil Christus sein Demut gezeigt hat. Lerne von mir, weil ich bin sanftmütig und vom Herzen ganz demütig. Wie hat er seine Demut gezeigt? Durch dass er sich äußert hat, um sich selbst zu erniedrigen, um den Preis für uns bezahlen zu können, unser Diener zu werden. Wie sollten wir nicht sein Vorbild diesbezüglich nachfolgen? Wir sollen jetzt fortwährend und immer mehr mit Christi Demut uns bekleiden, damit wir uns demütigen unter der mächtigen Hand Gottes und voreinander in Christi Liebe. Viertens, zieht nun an, als Gottes auserwählte Heiligen Geliebte, Sanftmut, weil davon lesen wir in Galater 5,22. Die Frucht des Geistes als eine der 8 Merkmale der göttlichen Liebe, die er uns geschenkt hat, laut Römer 5, Vers 5 bei unserer Errettung ist, Sanftmut. Sind wir sanftmütig einander gegenüber? Liebe Brüder, liebe Schwester, wann hast du für das letzte Mal dich bekleidet mit Christi Sanftmut in deiner Beziehung mit deinen unvollkommenen Geschwistern und in deiner Beziehung mit den verlorenen, gottlosen Menschen? Sanftmut, anstatt hart zu sein einander gegenüber. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heiligen Geliebte, Langmut. Über die lange Strecke sollten wir einander gut behandeln, weil Christus hat nicht aufgehört, uns gut zu behandeln. Auch nachdem sie ihn so gefoltert und verhöhnt und verspottet hat, als er am Kreuz hing, hat er gebetet, oh Vater, vergebe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Obwohl Petrus ihn so schlecht war und ihn verleugnet hat. Johannes 21, Vers. Liebe Geschwister, so sollten wir einander gegenüber handeln, weil Christus ist nicht mehr hier, körperlich und leiblich, er ist in dem Himmel, körperlich und leiblich, und er sagt, was ihr an anderen antut, tut ihr mich an, tut ihr mein Vater an, deswegen bekleidet euch, zieht nun an, mein Langmut, bleibt geduldig miteinander über die lange Strecke, auf Dauer. Und dann Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Ja, ich habe gegen dich gesündigt. Du hast gegen mich gesündigt. Wir haben gegeneinander gesündigt. Trotzdem, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Wir haben kein Recht, weil wir mit Christus bekleidet sind. Wir sind teuer erkauft, liebe Geschwister. Wir sind ein Geliebten und seine Heiligen. So leben wir heilig, durch dass wir sein Langmut anziehen,
in der Beziehung miteinander, im Vertrauen auf ihn, im festen Glauben, in Abhängigkeit von ihm. Und dann 13b. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie Christus euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Wie hat Christus vergeben? Er hat nicht gesagt, was viele sagen, ich werde vergeben, aber nicht vergessen. Nein. Ich vergesse auch, ich halte dies nicht mehr gegen euch. Ich habe eure Sünden in der Tiefe des Meeres geworfen und ich weigere mich, um diesen Wesen wieder gegen euch zu halten. Dies ist bedeckt unter mein Blut, durch meine Gnade, wegen meiner Liebe. So sollten wir anderen gegenüber handeln. Wie werden wir Spaltungen und Trennungen alle die Gemeinden Gottes und des Christus, werden Spaltungen und Trennungen vermeiden mit Erfolg, durch dass sie diese Merkmale des Christus als seine herrlichen Merkmale immer mehr anziehen werden. Wir können nicht einerseits diese Merkmale immer mehr anziehen durch Gottes und Christi Befähigung als übernatürliche Merkmale und zur gleichen Zeit Trennungen und Spaltungen verursachen. Nein, so werden das Potenzial zu Trennungen und Spaltungen wegen des sündhaften Fleisches mit Erfolg vermieden. Und dann, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie hat er uns vergeben? Absolut, vollständig sollten wir anderen vergeben, die Sünden von den anderen zu decken. So bekleidet ihr uns mit Christi Vergebung. Halleluja, was für ein herrliches Merkmal von des Christus, die wir dann immer mehr zeigen. Dann Vers 14, über dies alles aber zieht. Paulus bleibt damit beschäftigt. Anziehen, anziehen, anziehen. Eure Kleider sind geistliche Kleider, nicht physische Bekleidung. Natürlich bekleiden wir uns physisch, aber unsere physische Bekleidung ist nur, um unsere physische Nacktheit zu bedecken. Aber unsere geistliche, die Tatsache, dass wir nicht mehr geistlich nackt sind, dass wir wie Paulus geworden sind, gemäß seines Verlangens, gemäß seiner Sehnsucht, wie erwähnt in 2. Korinther 5 und Vers 3. Wenn wir nicht entblößt oder nackt erfunden werden würden. Damit hat Paulus gemeint, die Erretteten werden nicht nackt sein, wenn Christus kommt. Sie werden bekleidet sein mit Christi Herrlichkeit und sie haben sich immer mehr bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit, nachdem er sie ursprünglich bekleidet hat in dem Kleid seiner Gerechtigkeit. Und deswegen haben wir Vergebung etc. empfangen. Zweitens hat er gemeint, ich möchte, Paulus, höre, was ich euch jetzt sage, hat geistliches Nacktsein so gehasst, er wollte sogar nicht eine nackte Seele haben in den Zwischenzustand. Deswegen wollte er nicht, dass er sterben würde, bevor Jesu Christi Wiederkunft stattfinden würde. Weil er hat gewusst, dann wird meine Seele nackt sein. Und mein Geist wird nackt sein, wartend auf Christi Wiederkunft. Nur bei seiner Wiederkunft wird er uns doch bekleiden, unsere Seelen, unsere Leiber, mit dem geistlichen Kleid unserer verherrlichten Leiber, oder? So, er hat gewusst, ich bin erlöst. Wenn ihr auch errettet worden seid, werdet ihr auch nicht nackt erfunden werden. Ihr seid schon mit Christus, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gerechtigkeit bekleidet worden. Aber zweitens, ihr sollt Christus so absolut lieben, mit so einer überwältigenden Sehnsuchtsliebe, dass ihr sagen werdet, wie ich es sage, gemäß meines Verlangens. Oh, Herr Jesus, komme doch. Bevor ich sterben würde, ich möchte keine nackte Seele und keinen nackten Geist haben, wartend auf deine Wiederkunft. Bei deiner Wiederkunft werden wir sofort durch dich bekleidet werden mit unserer Behausung aus dem Himmel, mit deiner vollständigen und endlichen Herrlichkeit. Deswegen Vers 12 von Kolosser 3, so zieht nun an, immer noch anziehen, in der jetzigen Zeit als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, Vers 14, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Durch das wir diese
von Christus anziehen, übernatürliche Eigenschaften durch den Heiligen Geist, dazu befähigt durch den Geist, gemäß Vers 3. Alles hat uns geschenkt, die zum Leben und Gott ein gutes, fürstliches Leben dienen. Durch den Geist im Nacken Vertrauen auf Christus ziehen wir diese Merkmale an. Letzten Endes kommen wir zur Liebe Gottes. Dies gehört zu Galater 5,22, die Frucht des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, ist Liebe und dann die anderen 8 Eigenschaften. Letzten Endes zieht über dies alles. Wir haben diese anderen Eigenschaften angezogen, dann sehen wir endgültig an, über alles, dies alles, die Liebe des Vaters und des Christus. Weil diese Liebe ist die strahlende, herrliche, selbstopfernde, selbsterneuende Liebe um unseren Willen, um den geliebten Willen. Und dies tun wir auch, durch dass wir einander so lieben, dass wir Gott so lieben. Wir verleugnen uns selbst zu diesem Zielesweg. Und diese Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Dann ist Christi Leib vollkommen geworden, völlig reif geworden. Dann zeigen wir gemäß Epheser 4 und Vers 13 die vollkommene Mannesreife von Christi Fülle. Halleluja. Möchtet ihr auch Christi herrliche Liebe anziehen werden, mit all diesen anderen Eigenschaften, damit wir aussehen werden wie Christus, weil Gott sagt, mein Sehnsucht bleibt danach, zu diesem Ziel und Zweck habe ich Adam geschafft, zu diesem Ziel habe ich euch auserwählt, habe ich Christus geschickt, um meine geliebten Menschen aus den Menschen zu retten, um durch mich bekleidet zu werden mit der Gerechtigkeit des Christus, der verdient hat an eurer Stelle, und euch danach immer mehr mit der herrlichen Merkmale des Christus zu bekleiden, damit ihr vor mir wohlgefällig sein würdet, damit ihr das Verlangen meines Herzens stillen werdet. Liebe Geschwister, lasst uns doch bitte dies tun. Ich beeile mich, weil die Zeit hat mich eingeholt. Ich habe nur ein Bruchteil gepredigt, von was ich vorhatte, weil Gottes Wort so reich ist. Aber jetzt wieder Offenbarung 3. Diese armen Leute in der Gemeinde von Sardes mit dem Pastor zusammen waren geistlich nackt geworden in der Praxis, weil sie den Namen hatten, dass sie lebten, aber sie war doch tot. Dann der Auftrag, deswegen durch Christus, durch Johannes vermittelt an ihnen, Vers 2. Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach, o Gemeinde von Sardes, und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. Wisst ihr, die Leute, die nicht Christus und seine Merkmale immer mehr anziehen in der Praxis, bereiten sich vor für die endgültige Bekleidung, werden nicht bekleidet werden, werden nicht in weißen Kleidern wandeln mit ihm, gemäß Verse 4 und 5 von Offenbarung 3. Und jetzt möchte ich zum Art von Abschluss euch einige Dinge vorlesen, die wir machen müssen, damit dies nicht wahr bleiben würde. Christus sagt, ich habe, Vers 2, deine Werke nicht vollkommen oder vollendet erfunden von Gott. Wie sieht eine Gemeinde aus und wie sehen Gemeindemitglieder aus, deren Werke nicht durch Christus vollkommen erfunden worden ist, vor Gott dem Vater, vor ihm als Christus? Erstens, sie sind noch einigermaßen geprägt von Selbstsucht, von Egoismus. Sie, durch ihre Worte, durch ihre Einstellung, durch ihre Werke auch, konkret in ihre Beziehungen miteinander und mit den Verlorenen, zeigen sie, es geht noch zu einem großen Maßen über mich. Es geht um mich. Meine Bedürfnisse, anstatt die Bedürfnisse der anderen. Egoismus und Selbstsucht. Werke des Fleisches, die Gott hassen, dies nimmt, die vernichtet das Kleid der Gerechtigkeit, die Bekleidungen, die Kleider, die wir anziehen sollten, als Christi Merkmale. Weil Christus war das Gegenteil. Er hat Dinge nicht für sich selbst zuerst gemacht, sondern für seinen Vater und für seinen geliebten Menschen hat er sich selbst geopfert. Deswegen Selbstsucht und Egoismus ablegen und anderen dienen, wie er uns gedient hat und immer noch dient.
Zweitens sollten wir die fleischliche Lüste ablegen, wovon Petrus geredet hat. Weil wenn wir diese fleischliche, irdische Lüste des sündhaften Fleisches nicht immer mehr ablegen würden, werden wir immer weniger wie Christus aussehen, immer weniger mit ihm bekleidet sein, immer weniger Gott und Christus gefallen können. Drittens, die trennenden Werke des Fleisches. Warum nenne ich dies die trennenden Werke des Fleisches? Die Werke des Fleisches, studiere Galater 5, Verse 19 bis 21. Du wirst sehen, all diese fleischlichen Werke verursachen Spaltungen und Trennungen unter den Menschen. Wenn wir dies ablegen werden, immer mehr, ausziehen und Christus anziehen und seine Herrlichkeit und seine Dienstbarkeit, als teure Dienstbarkeit, selbstverleugnende Dienstbarkeit, werden wir anstatt Trennungen zu verursachen, die Einheit untereinander immer mehr stärken. Dies kommt auch vor. Haben wir gesehen, Kolosser 3. Wenn wir die Liebe Gottes und des Christus anziehen werden als Leib, in Christi Leib, werden wir die Band der Vollkommenheit anziehen. Werden wir eins bleiben, werden wir geschützt bleiben in der Einheit in Christus mit ihm und miteinander, um für ihn mächtiglich arbeiten zu können. Wir dürfen das Gegenteil nicht tun. Trennende Werke, böse Werke des sündhaften Fleisches sollen wir ablegen, ausziehen, um Christi vereinigende Werke anzuziehen, als herrliche Teil der herrlichen Bekleidung mit Christus durch den Geist in der jetzigen Zeit. Dann Nummer 4. Die unvollkommene Liebe zu Christus und zueinander sollten wir ablegen. Ihr wisst doch, wir lesen nicht umsonst in dem 1. Johannesbrief. Ich denke, es ist 4, Vers 19. Wer noch Furcht hat, Angst hat, ist noch nicht vollkommen geworden in der Liebe des Vaters und des Sohnes und des Christus, mit anderen Worten. Warum von Ängsten geprägt bleiben? Warum nicht aufhören, um auf einem seelischen Niveau zu leben? Wir lesen in Römer 5, Vers 17, Christus hat uns befreit und rettet, damit wir in diesem Leben, in dieser Weltzeit mit ihm herrschen werden, über all Gottes und unsere Feinde. Auch über die böse Ängste. Sage nicht die ganze Zeit, ich bleibe ängstlich. Bleibe bitte nicht, lass uns nicht auf einem seelischen Niveau bleiben, lass uns auf einem geistlichen Niveau kommen. Die wollen kommen und sagen, Christus befreit mich. Wir lesen in dem Hebräerbrief, er ist gestorben, er hat den Preis bezahlt, er ist auferweckt worden, um uns von den Todesangst zu befreien und von allen anderen Ängsten. Wir haben doch einen Hohenpriester, er steht uns doch zur Verfügung. Liebe Geschwister, lasst uns diese Ängste ausziehen als böse Werke, diese Werke hassen wie die Pest, diese Ängste und auf Christus vertrauen, nicht gleichgläubig bleiben, nicht zweifeln, nicht wankend und schwankend bleiben, sondern anstatt von Angst und von einer schlimmen Furcht geprägt zu bleiben, vor der seligen Gewissheit und in Christus bekleidet zu sein. Und deswegen anstatt Angst, die christliche vollkommene Gemeinschaft vollkommen gemacht in der Liebe des Christus. Lass uns dies anziehen. Er möchte uns dazu befähigen. Wie entschlossen bist du zu diesem Zielzweck? Nächster Punkt. Die Abwesenheit von Christi herrlichen Merkmale und von Christi herrliches Tun dürfen wir nicht behalten. Wir müssen all diese christlichen Merkmale des Christus immer mehr anziehen. Wir lesen davon in Epheser 4, Epheser 5, Kolosser 3. Wir wollen wahrscheinlich heute Abend noch ausführlicher darüber reden, in mehr Einzelheiten. Christi positive Merkmale. Und so bekleiden wir uns mit Christus. So kommen wir dazu, dass wir Gott und Christus gefallen. Wir lesen noch hier in Offenbarung 3, diese Leute hatten Christus absolut gefallen. Deswegen, lass uns dies studieren, wieder aufs Neue erwähnen, zur Erinnerung. Offenbarung 3, Vers 4, ich bin fast fertig mit der Predigt. Doch du, O Sardes, hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Warum sind sie es wert?
Sie haben die Anwendungen in der Weltzeit gemacht, wie vor meiner Wiederkunft, bei meiner Wiederkunft und danach werde ich sie bekleiden mit den weißen Kleidern, damit sie ähnlich aussehen würde wie ich, und mit meiner Herrlichkeit, meine herrlichen Merkmale und tun bekleidet bleiben. Deswegen Vers 5 sagt Christus weiter zu diesen Leuten: Wer überwindet, wer siegt, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Im Hinblick auf unsere ewige Zukunft sollten wir sagen: Oh Herr, dies ist unsere Hoffnung, unsere Sehnsucht. Wie Paulus wollen wir nicht nacherfunden werden, bekleidet mit Christi Herrlichkeit bei seiner Wiederkunft. Und danach, als Sieger durch Christus, über Kleingläubigkeit, über Zweifel, über Feindschaft, Wankelmütigkeit, Unentschlossenheit und so weiter. Dann werden wir mit weißen Kleidern durch werden. Dann wird Christus unseren Namen nicht auslösen aus dem Buch des Lebens und wird er unseren Namen bekennen vor seinem Vater, vor seinen heiligen Engeln. Ich habe noch nur einen Anfang gemacht, liebe Geschwister. Dann lasse ich euch sagen, noch einen weiteren Punkt, womit sollten wir uns noch bekleiden? Wir sollten uns immer mehr bekleiden mit dem biblischen Gehorsam. Was lesen wir in Hebräer 13, Vers 17? Gehorcht eure Führer im Herrn, gehorcht eure Führer im Herrn und fügt euch ihnen. Das Wort gehorcht bedeutet, ihr sollt ihnen gegenüber gehorsam sein, solange sie Dinge euch sagen, die biblisch korrekt sind. Nicht, ich habe meine eigene Überzeugung, aber im Rahmen von was recht ist vor Gott, sollten die Geschwister in der Gemeinde, ihre geistlichen Ältesten, die Gott ihnen geschenkt hat, unterordnen und ihnen gehorchen. Dies kostet viel Selbstverleugnen, Kreuz tragen, dies ist teuer, weil ich muss meine eigenen Wille verleugnen, mein eigenes sündhaftes Fleisch verleugnen. Ich tue, was recht ist vor Gott, obwohl es mir mein alles kostet. Und ich füge mir meinen Ältesten, meinen Führern Herren, und zusammen dienen wir dem Herrn dann vollständig. Halleluja. Wir tun auch noch 2. Korinther 3, Vers 18. Wir bekleiden uns immer mehr mit Christi Herrlichkeit, durch das wir ihn seine Herrlichkeit anschauen in dem Spiegel von seinem Wort. Heute Abend möchte ich ein Geheimnis euch mitteilen diesbezüglich, die der Heilige Geist mir gezeigt hat. Ich darf nicht weiter predigen, weil die Zeit ist schon lange vorbei. Aber liebe Geschwister, lasst uns alles, was von dem sündhaften Fleisch ist, ausziehen. Lasst uns alles, was mit Christi Herrlichkeit und seine Kleid der Heiligkeit und der Herrlichkeit dazu gehört, anziehen, um immer mehr gekleidet zu sein und strahlend zu sein für ihn hier, um in Gottes ewige Zukunft mit ihm bekleidet zu werden, mit seiner endgültigen und vollkommenen und unendlichen und strahlenden, herrlichen Herrlichkeit, um Gott, dem Vater und Christus bis in alle Ewigkeit gefallen zu können, während wir mit ihm und mit ihnen in weißen Kleidern wandeln werden. Dies ist mehr wert als alles andere. Der Heilige Geist hat mich gedrängt, um diese Dinge weiter wieder zu wiederholen und euch diese Dinge wieder einigermaßen ausführlicher zu erklären. Bete doch für heute Abend, weil die Anwendungen sind notwendig. Wir dürfen nicht halbnach erfunden werden bei Christi Wiederkunft. Erfährst du dieselbe Sehnsucht als Paulus? Die müssen alle, die zu Christi Leib und zu unserer Gemeinde gehören, zu allen wahren Christi Gemeinden, uns jetzt bekleiden mit allem göttlichen Eifer. Und dann werden wir alles bekommen und nicht nacherfunden werden. So beweisen wir, dass wir Christus gehören. Lobe den Herrn, aber du, o Mensch, der noch nicht errettet worden ist, werde gerettet durch ihn, weil du bist noch geistlich nach, deswegen missfällst du ihm, deswegen bleibst du unter seinem Zorn, unter seinem Grimm. Komme doch und werde durch ihn gerettet, tue Buße, lass er dich retten, und dann wirst du merken, er hat mich bekleidet mit der Kleid Christi Gerechtigkeit, mit Christus selber, und deswegen habe ich jetzt die Fähigkeit durch den Geist Gottes, der in mir wohnt, als Geist des Christus, um mich mit den anderen Geliebten des Herrn, auserwählten des Herrn zusammen, mit allen die Merkmale und Tun des Christus zu bekleiden, in Vorbereitung auf seine Wiederkunft,
So wirst du dann auch deine neue Liebe zu ihm zeigen. So, liebe Geschwister, zeigen wir die neue Liebe zu ihm. Auf keine andere Weise. Wie ernstlich nimmst du dies auf? Wie ernstlich nehmen wir dies auf? Um rein theoretisch und hypothetisch diese Predigt anzuhören, nicht die Anwendungen zu machen, nicht davon geprägt zu werden, nicht darüber nachzusinnen, es immer mehr zu tun, wird eine große Sünde sein. Aber wir werden alles gewinnen, wenn wir so anziehen werden, werden wir auch ausziehen. Soli Deo Gloria. Ihm allein gebührt die Ehre in dieser Weltzeit und bis in alle Ewigkeit. Amen.